Majors versus Aaron Ramirez here. And it looks like we are Immer noch Runde 1. into it. So we have Michael Majors, I see Ruby Ja, Amethyst. cool. And it looks like our players are altering their hands right now. I'm very interested to see what the Ruby Amethyst players are bringing on this. Oh yeah, Ruby Amethyst, das Deck to beat. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, wenn man als Ruby Amethyst-Spieler auf diesem Turnier ist, dass es da viele Matches gibt, wo man ein gutes Matchup hat. Finde ich nicht die richtige Wahl. Ich würde echt fast alles andere spielen. Vor allem an Day 1 ein bisschen was anderes ist, wenn ihr so Store Champs spielt, 5 Runden und dann noch Top 8. Ja, da kann man das gut mal auspacken. Weil man da nicht so extrem performen muss. Für so ein Format 9 Runden Best of 2, wo sie wahrscheinlich 5 Siege, 4 Unentschieden ungefähr brauchen werden bei 2000 Mann, um zu advancen in die Top 64. Da will ich eigentlich doch ein Deck, was auch gute Matchups hat. Weil Win und Loss einfach besser ist als Draw. Deswegen würde ich eigentlich umso polarisierendere Decks bevorzugen. Am besten sollte man so Hyper-Aggro vielleicht spielen, wo man vor Sure voll schnell gewonnen oder verloren hat. Okay, aber jetzt sehen wir Emerald hier gegen Ruby Amethyst. Und da auf die Locations kommt es an und wir sehen schon die gute Library mit Churnabox-Followern und hoffentlich auch Magic Broom im Deck von Michael Majors. That's one that I've seen some Ruby Amethyst players considering. I believe it's an unequal 4 cost with 3/3 with Rush, but it gains evasive, so you can immediately play it and challenge what could be a Shift Diablo coming. But this 1-drop Diablo allows Aaron to look at Michael's hand, getting an idea of what Michael might have in hand, probably looking for something like a Brawl. Ja, challenged und verbannte erst, bevor die Ink spielt. Direkt mir sympathisch. Im Gegensatz zu seiner Deck-Choice. Location in die Tinte, weiß ich ja nicht. Die finde ich nämlich mit Abstand am stärksten gegen dieses Emerald Steel Deck. Er kann sich schlecht wegmachen. Gerade wenn man diese Zan-Sayed-Liste sich anguckt oder auch die von seinem Gegner, die fast genauso war. Aus dem letzten Finale in Vegas. Die hatten nichts gegen Locations. Plus 2 Stärke geben mit Anna für 5. Das war ihr Big Play, um jetzt überraschend die Location abzuarbeiten. Sie hatten keinen Creaky, keinen Rise of the Titans, nix. Okay, da kommt auch schon der Turn 2 Diablo und Nutdraw. Und noch Hidden Cove. Interessant. Die haben wir auch gesehen in zweifacher Ausführung. Im Deck von Zan. Bisher ist es alles 1:1 Zan. Mal gucken. Ja, Diablo direkt. Jetzt schwer zu verbannen. Jetzt ist er auch nicht zu brawlen. Oh, der wird leben und leben und leben. Ich glaube, da ist Michael Majors schon so gut wie defeated. Einfach nur von dieser Situation. Sonst hätte er noch Brawl haben können. Hatte er den denn überhaupt auch? Ich meine, wir hätten seine Hand vorhin ja schon gesehen. Also das ist jetzt erstmal sensationell stark. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann da theoretisch noch gegenarbeiten mit Locations. Eine wurde allerdings schon geinkt. Oh yeah, jetzt gleich kann er doch wieder gebrawlt werden. Skilliges Play. Na gut, war ich vorhin ein bisschen zu hyperbolic, war doch nicht das Ende der Welt für den Ruby Amethyst-Spieler. Es hat ihm zwar schon mal was abgenötigt so, aber es war jetzt nicht super devastating. Das ist auch nicht das Matchup, wofür Hidden Cove gedacht war, sondern würde ich doch mehr vermuten gegen so Sisu on Ice, wie Inkdex das zu schimpfen pflegt, um da die eigenen Charaktere, die ja ansonsten ungefähr alle verbannt sind von Sisu und Brawl, außer Reichweite zu befördern. Ja genau, da ist der Brawl, ich glaube, da haben wir noch schon gesehen. Was ist denn dieser Tree? Was ist da? Achso, das ist natürlich noch mehr Library, ne? Deswegen ist es auch so Full Art Looking. Hat er 2 Libraries auf der Hand? Ne, eine. Ja, genau. Library, Brawl, noch ein Follower und X. Aber leider das Queen's Castle in der Tinte. Guckt, wie schwer das wegzumachen wäre. Wenn er es jetzt legen würde. Jetzt wird er natürlich gebrawlt, genau.
Es kommen vermutlich dann auch noch die Follower. When it turns over to Michael for his turn and he draws a card, and you know, honestly, seeing the brawl isn't the worst thing in the world. Er kann gleich echt das nice Kartenbandspiel machen mit der Library, die Follower da reinbewegen, Verband für 2. Magic Boom Wand hat er auch noch auf der Hand nachgezogen, habe ich jetzt gerade gesehen. Landet jetzt vielleicht leider in der Tinte, ja. Weiß ich nicht. Die andere Karte ist natürlich Library, und was war die noch Karte? Weiß ich nicht, ob ich die nicht lieber geinkt hätte. Aber je nachdem, was die ist. Jetzt gerade konnte ich den mal kurz sehen. Snake? Ne, mehr Blumen, glaube ich. Ja, dann kann man natürlich nichts machen. Ne, nächste Runde kann er halt 5. Tinte legen. Nicht mal 5. Tinte legen, einfach Library legen, Chinabox Follower reinlegen, erkunden, verbannen, 2 ziehen und dann inken und Blumen nachlegen. Yeah, Aaron has been able to draw Be a couple prepared? cards off of Diablo, so Aaron has quite a few options in hand. Not sure exactly what he's holding on to. Ich glaube, Be Prepared ist doch gar nicht in Michaels Hand, oder? We do have a Prince John. We're going to play Let the Storm Rage On, banishing the Chernobog's followers. Oh, das vermisst es natürlich. Aber dann kann man trotzdem nächste Runde Library legen und beide sind und Broom. Und Madame Mim da reinbewegen und go. Ink left. There's nothing that Aaron can play from his hand. Trying to decide if we want to ink the Morph, the Tinkerbell, or the We Don't Talk About Bruno. And I do like the Morph being inked here. We Don't Talk About Bruno can be a great discard card, forcing your opponent to pick up a card, shuffle their hand, and then discard a card at random. And the Tinkerbell can be a great way to sort of freeze your opponent's board. Be a good way er hat doch Doppel-Library auf der Hand. Take back tempo. Oder ist das andere, das andere ist das Sorcerer's Castle. Die Library hat, ja, genau so ist es. Elsa the Fifth Spirit macht es jetzt eigentlich nicht. Würde ich wahrscheinlich mal inken. Und dann würde ich doch, glaube ich, Sorcerer's Castle legen und Madame Mim da reinmoven und go. Queen's Castle, so ist es. Und Sorcerer's Tower. Ich verwechsel dauernd die Namen. Natürlich immer nur Queen's Castle wird gespielt und dieser Tower nie. Vielleicht eines Tages. Ich glaube, mit Besen irgendwie war der? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Which is just the perfect stat line, it feels like, to take out Diablo. Definitely in there to challenge those Diablos. We do see Michael playing the Queen's Castle, though, which ja, jetzt kann er We Don't Talk About Bruno machen. Auf den Fox. Emerald Steel is full of really macht good er auch. cards, but unfortunately a lot of their character cards aren't very. Gerne würde er natürlich auch noch die Library abwerfen, wahrscheinlich. Dennoch besteht erstmal das Problem dieses Castles, was da liegt. Und was jetzt erstmal nicht nur Ursula raised, sondern okay. Er macht auch ein Lore. Ich weiß nicht, ob ich nicht das Castle gehauen hätte. Das kann man ja auch nicht ewig liegen lassen. Relativ sicher hätte ich das herausgefordert für 1. Du tust dir eh so schwer, als Emerald Seal-Spieler diese Locations abzuarbeiten. Also dieses Matchup, er hat zumindest das Deck so gebaut, dass es möglichst gut ist gegen Emerald Seal. Und das Matchup ist wahrscheinlich auch besser als 50-50 gegen Emerald Seal, aber halt, ich würde nicht sagen, dass es gut genug ist, um auch on the draw zu gewinnen. Ich glaube, er hat dieses Game jetzt gerade auch angefangen. Obwohl ich das nicht beschwören will. Rise of the Titans would be two pretty good cards against a deck that's playing locations for sure. So it looks like Michael is eyeing up this Merlin Crab in his hand to go into his Inkwell, and the Fifth Spirit in his hand maybe to go to the castle. But it looks like we're going to keep the Fifth Spirit, and we're going to play the Merlin Crab and move it to the castle. Michael maybe hat er jetzt die Library geinkt? In his future. Yeah, I think Michael understands how important it is to keep cards in his hand. You know, you want kann man ja mal machen. Weil ja, wenn der Diablo noch nachkommt, diese Elsa wird ihn jetzt gleich vernaschen. Möglicherweise, ziemlich sicher sogar auch noch ins Castle einziehen. Und dazu chillen mit Merlin. Aber jetzt kommt der Hidden Cove. How difficult it can be for Emerald Steel to challenge these locations, but when you have Hidden Cove, you can move all your characters there. They gain an extra strength and willpower, giving you a better opportunity to take care of locations just because of the extra strength that all of your characters are getting. Er wird vermutlich trotzdem schon mal mit Elsa reinhauen. Auch wenn er auf Dauer nur abgetaucht ist. Und dieser Diablo erstmal noch überlebt. I believe we get to draw an extra card off of the Queen's Castle. Weil je nachdem, was er sagt, er kann auch versuchen, die Cove abzuhandeln. Because the Merlin Crab is there. What? Er spielt dieses Draw 3?
This is a new card that we've seen in these Ruby Amethyst decks that I really like for this reason specifically. If we can get up to 5 ink, find a 5 Finders Keepers and play it, we get to draw 3 cards, so sort of makes the Emerald Steel game plan of discarding your opponent's hand a lot tougher. Aber Finders Keepers definitiv. Where you're getting close to that. Also wenn ich jetzt hier das Drinking Game spielen würde, so Michael being able to fill his hand für jede Karte, die ich nicht erwartet hätte, dass die competitively ausgespielt wird, dann wären wir jetzt bei 1. Interessant, Finders Keepers. Dann wird das noch gesungen. Wow, was er sich da für eine fette Hand macht. Jetzt schnell noch. Bevor der Diablo gleich wütet. Ich weiß allerdings nicht, warum er den nicht schon mal mit... Wobei, I think right now we're just figuring out what we're going to ink. We're going to ink the Merlin Goat, but this puts Michael in a much better position than he was, and especially much better position for Ruby Amethyst in general for the Emerald Steel matchup jetzt than it gleich, has been, because was wird denn jetzt gleich sein? Es wird möglicherweise gleich so ein Play kommen, Fox und Brawl, sowohl den Cove als auch den Diablo abzuhandeln. Ne? Ich glaube, das hat er auch auf der Hand. Fox habe ich schon gesehen, Brawl habe ich, glaube ich, jetzt gerade auch noch gesehen. We are going to see a Prince John being played by Aaron, so now if Aaron alles versteckt sich im Wald. Was ist eigentlich ein Cove? At all, then Aaron gets to draw an extra card from that, and it looks like we're going to move everything. Erstmal Zeit für Word of the Day. Giving everything +1 strength, +1 willpower, and we're going to challenge with both Diablo and Ursula into the Queen's Castle, putting 5 damage on it. Because like we mentioned earlier, this Queen's Castle is gaining 2 lore every turn. Every turn that a character stays there, Michael gets to draw 2 cards at the start of his turn, or an extra card at the start of his turn. So he draws a turn and draws an extra card for this Bucht oder was? Merlin Crab. And wobei, das hätte ich schon gedacht, ist Bay. Michael was looking like he might be in trouble, having only 1 or 2 cards in hand with 5 ink. Now he's holding a bunch of cards in hand with plenty of ink to work with. Alright, so for Michael's die entsprechende Wikipedia-Seite gibt es nicht auf Deutsch. We have these 2 Madam Mims in hand. I wonder if we're going to utilize nennen wir es Büchtchen. Or we're going to maybe just use one to take out this hidden cove. Wenn es eine kleine Bay ist und Bay ist nicht Bucht. When Merlin Crab enters or leaves play, okay, doch nicht Word of the Day, kann man nichts machen. So we could even look at a play line where be prepared. Das ist jetzt auch saftig auszuspielen. Hatte er nicht Brawl? Ich dachte. Aber werde ich verwechselt haben mit Be Prepared. Weil ich nur rot gesehen habe vor lauter Handflicking. Und in Emerald Steel decks, they're usually not playing more than 2 or 3 hidden coves. Er hat wirklich Dördel. Being banished. If this is another one, then Aaron might have ich hoffe, er hat Playset other Library. forms of er hat auf jeden Fall ordentlichen Card-Draw und nur Gulasch-Charaktere. Ich glaube, er hat bestimmt keine Frenemies. Wobei er hat Sisu 3 doch mal schon gesehen, wurde gegen den Turn 2 oder so. Putting 3 damage on it. Then play the Fox, bouncing the Crab, which would then use Crab's Ready or Not ability to give Fox +3 Strength, or Challenger +3. Okay, achso, wird geplayt. Ja. Okay, so it looks like we're just going to go for the Be Prepared after putting 3 damage on it. Ja, man hätte auch Ursula abarbeiten können mit, also man hätte Ursula challengen können für 3 mit Merlin, dann Merlin bouncen mit Fox mit dem Leaf Blade Trigger, dem Fox Challenger 3 geben, damit den Cove abarbeiten, die 3 Schaden, dann wären sie plötzlich genug für die Ursula, die Ursula würde da unten rausfallen. Aber Aaron hätte dann noch den Diablo. Und so hat Michael ihn schon mal gerne, den zweiten Diablo. Aber das sind ja nicht die einzigen Card-Advantage-Maschinen im Deck von Aaron. Hier kommt schon der Prince John. Jetzt wollen wir mal sehen, was er damit an Discards verursachen kann. Because Aaron's not in a position where he's ahead by any means, and then we have so many characters that have rush, like Elsa and like Madam M. Fox. It's in our hand. If we need to, we can take out the hidden cove. Boah, dieses Queen's Castle. So that Aaron isn't gaining das any macht nur value Lore. from playing characters and moving. Gleich schon 20 alleine nur mit dem Castle. So it looks like we are going to be playing Cusco here. I wonder if this will immediately be returned to the hand by a Madam M. Fox to take out this cove. We did see Aaron following up with a copy of Prince John, which does have Ward. That will make it very hard for Michael to respond back with maybe a card that chooses, like Madam Jetzt gerade wirkt es, als ob es ein bisschen besser wäre für Aaron, wenn er doch 2 Lore hätte anstatt 3 und dafür dieses Queen's Castle 6 Schaden hätte anstatt 5. Wobei man das auch ungern mit seinem Prince John irgendwie herausfordern will. Weil der ja Ward hat, ist er super wertvoll gegen Ruby Amethyst, die ihn echt nur mit Be Prepared, vielleicht Lady Tremaine. Manche spielen irgendwie so 1, 2 Sisu noch.
Aber Antworten in Ruby Amethyst für Prince John sind echt dünn gesät. Here, but is probably looking for one that can discard some cards out of Michael's hands. Michael is dealing with quite a few cards right now, and Prince John does let you draw whenever you discard, so having a few of those out there would be very nice. So it looks like we're going to play Anna, the Diplomatic Queen, and I think we're choosing the ability to have strength, to add strength. I love Anna. It's a new card from Shimmering Skies, and when you play it, you have Sonst hätte man mit Anna jetzt options. Discard machen If you können. pay an extra 2 ink, she costs 3 to play. Wie gut das gewesen You pay an extra 2 ink, you have jetzt some noch eine zu options you can ziehen. do. One of those options is giving a character +2 strength, which is what we Jetzt saw haut natürlich Madame auf den Prince John. Das wäre so oder so passiert. Aber dass man die extra Power machen musste auf den Prince John, war jetzt echt traurig, weil Discard stattdessen wäre so viel cooler gewesen. Gives Aaron a lot of flexibility. You know, whatever he needs. If he needs extra strength to get rid of a location, he can do that. If there's a big character on board that needs to be banished, if you can just find a way to put damage on it, you can do that. Or if you have your opponent's hand low and a Prince John on board, you can, make them discard a card, draw a card from that. It's pretty much, it's almost like a utility knife. It has use in whatever situation you'd want it. Very great card. Very flexible card. We are going to see Michael playing Prince on the other side, drawing up on some cards, followed up by playing a Cusco and a Sisu. Sisu gets extra ja, nur 10 Lore hat dieses Castle gemacht. Hand. Ich glaube, es hat in beiden nur 8 gemacht und 2 haben Follower gemacht. Looks like we're going to see a Let the Storm Rage on with that Anna, banishing the Madam Fox and drawing a card for Aaron. So we still have all our ink to work Ja, with hätte man we still have an ink for turn. zwar auch challengen können, aber das durchzucyclen ist doch immer nicht so schlecht. Jetzt kommt noch Tinkerbell. Looks like we're going to go for that. So Tinkerbell, Giant Fairy coming down, very powerful. Das Problem ist halt, Aaron, er hat einen dritten Diablo auf der Hand, okay. Aber in diesem Emerald Steel Deck, man braucht doch Charaktere, die einem Kartenvorteil grinden. Diablo oder Prince John oder Beast. Alle relativ gut. Beast hat er noch gar keine gezogen. 2 Diablo, 1 Prince John sind schon abgearbeitet. Weil Michael kann halt mehr Kartenvorteil machen, vor allem mit diesen unsäglichen Draw 3. Noch eins davon ist in seinem Deck. Mindestens 2 Finders Keepers spielt er und da ist doch Frenemy. Ja. Effects, whether that's through Be Prepared, Madame Medusa, the likes of those cards. You don't see any in Michael's hand, but Aaron has to play this weird cat and mouse Lady game Tremaine hat er auch he has to play stuff to the board, because if he doesn't, he's just going to lose. But the more he plays to the board that has a lot of value, wie gut ich sein Bild fände, wenn da nicht auch noch dieser Draw 3 drin wäre, aber vielleicht check ich es auch irgendwie nicht und das ist die neue Tech. Ich finde ihn ja eher schwach. Also played Finders Keepers this turn to draw 3 cards, making sure that he has a bunch of answers in hand and options to work with. Now for Aaron here, you must be staring. Weil hat man denn nicht genug Card Draw? And just wondering, like, how am I ever going to keep a character on board? Yeah, I mean, er hat super viel Card Draw in seinem Deck. That can rush, full of banished characters. I see Lady Tremaine that's in there. We of course know that there's a Madame Fox and an Elsa that's been sitting in there as well. Aber hat er all die Antworten? Also, so there's really not a lot that Aaron can Jetzt kann man ja erstmal gut Diablo rauslassen. That won't be responded with. If we decide dann mit Tinkerbell ein bisschen aufräumen. With Tinkerbell and put 2 damage on either the Cusco or the Was ist das für eins? Noch ein Hidden Cove etwa? We can come back next turn and challenge it with a Fox. Ist das nicht schon das dritte? We're gonna play Hidden Cove though. Die Liste von Zane hatte nur 2. Play Diablo. Innovation. Okay, so we're gonna play both characters there. It looks like Aaron is on more than 2 Hidden Coves. Ja, jetzt kann doch Tink geschmeidig. Ja, die Kommentatoren merken es gerade auch. Get insurance against some of the banished cards from Ruby. A lot of jetzt kann er, ja, hau doch mit der Tinkerbell den Sisu und schieß die 2 Schäden auf den Cusco. Das ist doch bestimmt nicht schlecht. Die paar Schäden, die Tinkerbell kann dann nicht abgeräumt werden. Weil ich glaube, Aaron hat gerade nur 2 Handkarten. Würde dann nur 3 Schaden bekommen vom Sisu. Tinkerbell hätte 6 Wille wegen des Cove. Yeah, er nimmt sich den Würfel vom Gegner und platziert ihn auf den eigenen. Wie oft ich sehe, dass Leute das nicht machen. Yeah, der Judge nochmal nimmt den Würfel und der 3 ist korrekt. Es war 9 Stuck and Blocken, deswegen war der Judge entsetzt. Finders Keepers in Michael's hands, so he could have even more cards if he wanted. Let's see what he does.
And Michael has a lot of options. I think I misspoke earlier. I don't think Madame Medusa could banish Tinkerbell anyway. Ja, but jetzt having Tinkerbell in something like the Hidden Cove hätte ich ja zuerst reingestempelt mit dem Merlin. You know, we're For the card damage. draw. Michael, for shame. Michael, though, Maui has just enough strength to banish that Hidden Cove with 6 Oh, Ende für Aaron. to negate all of that extra Devastating Turn. Alles abgearbeitet. We're gonna come down, play Alle the guten Sachen. Spirit that we've talked about. A great tech against Diablo. Banishing the Diablo. Wow. What a back and Meinst du, forth Mello? match this has Maello? been. Just both Seit 3 players bis 4 in Turns schon vorbei für den very good Discord-Spieler? positions, back and forth Ja, for this entire weiß ich match. nicht. It's very Jetzt den impressive, letzten Turn honestly. fand ich halt sehr devastating. Yeah, we see how close the matchup Ansonsten- can become if Ruby Amethyst can just make it to a spot where they can get into their Inkwell and keep cards in their hand. You know, if you can survive the early and mid game, then Ruby Amethyst is a great control deck. Michael having plenty of options here, plenty of ways to keep cards in their hand. We're going to see a Lady Tremaine being played, which forces Aaron to choose a character to banish. Ja, da geht halt nichts mehr. Aaron hat nichts mehr. Easy Er hat weniger Lore, weniger Ink, weniger Handkarten und weniger Charakter. Followed by a Merlin Rabbit, so Which way will you go? Michael will draw a Oh, card when it Beast. enters play. Ob das nie weggemacht werden kann? Aaron, it's just going to Wir pass to gucken Aaron, mal. and we have a Beast, and 2 we don't talk about Bruno's in hand, that he hasn't really been able to make much Was use hat er denn out so? of. You know, Michael has so many cards in hand. Ah ja, er kann einfach even if Fox you're able machen to und play wieder one of Lady these, you Tremaine. don't talk about Bruno's, and put that card back in hand. The chances that it gets discarded is low, and there's plenty of cards in Ruby Amethyst that I don't think you really want to be putting back in your opponent's hand anyway, you know. So we do see a pretty quick maneuver here from Michael, where he played his Madame Mim. Ja, Mello, hast schon recht. and Sobald, then also, immediately bounced his Lady der Tremaine to Ruby play it Amethyst right Spieler again. muss And it natürlich schon looks noch ein like bisschen aufs Board kommen auch. our Lumineers are Wenn packing der- up for game 2 here with Die Hand kannst du ja später immer noch angreifen, ne? Deswegen, dass er nur so zieht und seine Hand ist fett, ist eigentlich nicht so schlimm, weil dann kannst du immer noch finally, oh ja, jetzt Prince John Hypnotize und noch singen Sudden Chill und Anna mit Sicker. Michael was able Ja, to Kicker ja bestimmt get up to that 7-8, copyrighted ist von where he could finally be prepared. I think Wotzi. that's where the game really turned. Having the power of the Queen's Castle, Aaron not being able to banish that Queen's Castle. You know, the Queen's Castle was able to draw multiple Ja, cards. das over the Queen's game. Castle hat There auf was jeden even a Fall grab ordentlich there. There's was Madame gemacht halt. Mim Das there war vielleicht viel for eher a das while, Problem, and ne? I think Finders Keepers Der Gegner hatte also, die it Hand really voll helped und er Michael hatte schon die just Lore. facilitate Weil mit Stil kann man ja doch zumindest verursachen, dass der MFT-Spieler eigentlich nicht so viel Lore macht mit seinen Charaktern. Aber mit den Locations tut man sich so schwer. Ich habe das Deck gespielt auf Store Champs. Yeah, not very useful. So Yeah. we'll move on to game Ja, ganz am 2, Anfang, see als ich if das Aaron gesehen habe. can, Ne, stimmt, es war take eben a auch doch game noch On the from Play Michael sogar, here. dieser Emerald Seal-Spieler, ne? On the Play hat er ihm diesen Diablo reingelassen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht doch nicht. I believe Michael went first last game, so I think Aaron is Mal going to gucken, die go first this Kommentatoren game. sind eher gegen which mich, was das can make a angeht, big difference, beziehungsweise especially für in meine Emerald ursprüngliche Steel deck. Annahme. You know, there's some very strong openings in Emerald Steel if you can find your Diablo and shift Diablo. If you can find a Morph and a Tragic Beast as well, you know, shifting the Dieser Tragic Diablo Beast an in sich turn ist immer 3, so there's echt not a lot that swingy Ruby halt. Wenn players der can kommt do, in Turn 2 und especially überlebt when X they're on the Runden, draw dann ist halt immer against sofort something vorbei. like that. And it looks like Aber Michael's umgekehrt, wenn der gonna direkt put abgearbeitet 5 wird, dann cards immer so, back ja, on the keeping two, jetzt habe ich eigentlich keeping doch a einiges an Diablo Handkarten strongly reingestellt. gone. Ich habe Let's jetzt nicht mehr so draw 5. viel. So he's definitely keeping the Diablo and the Storm Rage on for one Man muss auf jeden reason. Fall die Karten, And that's to shift Vorteilmaschinen Diablo on melken, turn 2. was es geht. Yeah. Very heads-up play from Aaron here to keep those Wenn two er den cards, because Scherner that Bock hätte card is wegschießen können. very Ach so, powerful weil der against letzten his Endes die opponent. Hidden Cove weggemacht hat, ja, mit dem Fox. Unfortunately, we didn't Stimmt. find the Das shift hätte man noch haben Diablo. müssen. We only found another one-cost Diablo. I don't even think we have a 2-cost card in hand that we can play on turn 2, other than our one-drop Diablo that's sitting in hand. Ja, Mello, komm mal I an think Bord hier Michael's demnächst also co-kommentaten. altering Ich 5 brauche eh noch cards, einen. only keeping 2. We'll see what he's working with as well. I think Michael would be altering this game for more reactive cards. Ja, aber das war hart, ne? knowing Als that die Aaron's gonna be Follower on the play, reingegangen means sind that in die Cove he gets und a little bit dann more der Fox initiative das than Michael reingeswingt does. hat. Being able to discard some cards from hand sooner. Getting that Diablo out sooner if he has it. And having the extra card from the being on the play does help a little bit with the bleeding from the discard. Yeah, being on the draw and being able to draw an extra card on your turn Jetzt can definitely help wird's allerdings, facilitate you against werden wir that, sehen. Also, dass the Michael discard dieses Game that gewinnt, Emerald Steel is wo er trying on to the play do, war, that anscheinend doch. certainly helps. Das hätte ich vermutet. Aber jetzt, Alright, glaube ich, so ist es we are eher going besser to für ink Aaron. Diablo and play Diablo. Es kommt Diablo sofort. Was hat er Very denn da? similar opening Boat, to was nicht so last game. spannend ist, aber wieder ein Queen's We are Castle. giving up on the turn 2 second Diablo, but maybe Und he doesn't Rabbit, feel like den that is One-Drop. kind of worth it. Ja, okay. Da kann man vielleicht And he sees Michael's hands. gleich eine Ursula And I haben, don't um damit remember if das Michael had any Friends on the Other one-cost Side characters. We abzuarbeiten. do see a Chernobyl follower sitting there. There's a Turn-Box Followers. I'm eager to see if Michael inks his Er friends wird on the other froh side. sein It's zu the only sehen, dass der song Gegner that's in nichts hand. hat
nichts hätte gegen den fetten Diablo? Kommt der fette Diablo jetzt? Box followers played on turn 1. Very standard opening for Ruby Amethyst. I think we draw another One Cost Diablo for Aaron. Ah, dieser One Cost Diablo, so der Bad Top Deck immer. Unfortunately, we just have to pass the turn without playing anything. Da hat er noch Pete, Anna. Da ist Michael bestimmt jetzt froh wiederum. What a game. Keine Answer für Diablo gegen keinen Diablo. Oh, kommt jetzt der Frenemy, wie er den Diablo overpowert mit seiner 2-Power. Da ist Aaron total geforst. Let the Storm Rage on auszuspielen auf den. Against these steel decks, as they often will have a Storm Rage on turn 3. And we do see that Aaron does have a Storm Rage on in his hand, so you know, maybe Michael's trying. Ja, aber du willst ja nicht den Frenemy nicht machen, oder? Do I ink it? You know, because knowing you're playing against a discard deck, I don't think you want to unnecessarily be play cards unnecessarily be playing cards if you don't want, if you don't have to. But we do see the Flynn being played. Flynn does currently have the most lore out of anyone. Ja, jetzt wird er ihn auch noch den Let the Storm Rage on Hardcast rauslassen müssen. Er inkt Hypnotize, finde ich ja nicht so toll. Ich glaube, ich hätte lieber Pete geinkt. Er spielt Pete aus. Instead, we're going to see the Pete being played. Pete having 3 strength, which means that Flynn will not trigger on this turn. Ja, okay, er will einfach den 3-Drop developen, um damit dann Let the Storm Rage on finally zu singen. Ja, ist fair. Wobei, ja, aber er musste den Hypnotize inken dann, ne? Entweder den oder den Pete. Michael draw for turn. We have another turn of box followers. I wonder if we are going to commit this Friends to the Inkwell. Looks like we are. And probably just going to run out this Chernobog's followers. I don't think there's anything else in hand that we can play. So we do see the Chernobog's followers being played. Not going to quest with the Flynn. Ja, okay, jetzt kann er mit dem Pete ordentlich singen. Erstmal Let the Storm Rage on auf den Flynn. Und dann gucken wir mal. Aber was jetzt? Spielt er noch einen auf den Follower? Ja, Anti-Null. Wunderbar, jetzt kann der zweite Pete in die Tinte. Geht man mit Diablo einen Lore machen. Yeah. Relativ safe. Es könnte so Fox kommen. Die ansonsten gegen den Pete nur getradet hätte und jetzt so dann Vorteil macht. Aber mal sehen. Ja, es kommt natürlich Rabbit. Der Tod muss eigentlich erstmal direkt verbannt werden. Fragt sich nur, wie das gehen sollte. Top Deck Strength of a Raging Fire. Oder wie wir ihn auch gerne nennen, Attack on Titan. Ah, oder aber sing Let the Storm Rage on. Und dann Anna mit Seeker. Auf Merlin. Ich glaube, das würde ich auch machen, weil man doch, weil er nicht wissen kann, naja, er spielt lieber noch einen. Aber achso, er hat Angst, dass Finders Keepers jetzt gleich gezwirbelt wird für 5 oder was. Ja. Finde ich ja nicht so spannend. Wenn jetzt der Second Merlin kommt, dann wird Aaron natürlich froher sein, über seine Line of Play nicht diesen Merlin abgearbeitet zu haben. Aber für gewöhnlich, weil diese Amethyst-Spieler ja aufgrund der Mims immer so viel Kartenvorteil rausnudeln können aus dem Merlin, ist, obwohl es immer sich super bad anfühlt, den zu verbannen, das eigentlich doch meist das Beste direkt. Okay, Merlin verhaut den Pete, ist nicht so schlimm. Man kann ja Anna mit Sticker machen. Auf den Merlin. Auf den Maui. Fragt sich nur, was inkt man jetzt? Diesen Pete hat man ja so rausgezwirbelt. Dann inkt man jetzt doch wohl das We Don't Talk About Bruno, probably? Bei Beast will man ja nicht inken, denke ich mal. Tinkerbell könnte man schon inken auch. Achso, da hat er noch einen Jafar, den hab ich ja gar nicht gesehen. Er kam jetzt raus aus dem letzten Storm Rage on, makes sense. Eine Sekunde nicht hingeguckt. Jetzt guck ich super genau, ja. Interessant, Jafar Dreadnought ist da drin, ja genau, den hatte Zane natürlich auch nicht. Was hat er denn dafür gecuttet? Musen haben wir noch nicht gesehen. Jafar is a great card that really it really disencourages your opponent from aber dicke Annas. In questing. Definitely makes it difficult for your opponent on whether they want to quest or not, but I don't know that Michael had much intention of playing characters this last turn because we do see Finders Keepers being played, drawing 3 cards, and I think this is where we saw the matchup. Finde ich diesen Jafar dann in dem Deck eigentlich schon ganz cool so.
ink numbers that nicht we überragend. want to make it to. There's a be prepared that's been in hand for a couple turns. If we can make it up to 7 ink, then basically any card that we draw off the top of our deck. Leider ist 4 nicht so eine tolle Sing-Kost. Ich befürchte, dass auch der keine Let the Storm Rage On in seinem Deck hat. Keine in seine Long Game Zeus in seinem Deck hat. Let the Zeus Rage On. Die kann man auch so schlecht da reinforcen eigentlich. Weil man will ja Ursula spielen wegen Sudden Chill und dann kann man das damit nicht singen und darum spielt man dann doch lieber die anderen Songs. Das constraint einen schon ein bisschen. Fände ich nämlich ansonsten eigentlich echt cool in diesem Deck in den Long Game Zeus, weil das einem helfen würde, auch so die Locations zu beackern. Aber man hat es irgendwie nicht. Could be waiting for something like Ursula Deceiver or even a Hidden Cove, you know, I'm not sure. Aaron might be trying to play around something like Madame Medusa as well. Es sieht so aus, als ob Michael gleich schon wieder gewinnt. Dieser Aaron immediately getting answered by Madame Medusa, and Be Prepared is another great example of kann einem that echt as leid tun, well. was das angeht. Ich bin ja biased, anti-Ruby Amethyst, weil ich finde, dass das langweiligste Deck ist. Ja, genau so ist es. Michael kontrolliert echt wieder von. Du kannst nicht so, ich meine, was hätte er machen sollen? Wir haben es ja gesehen an einigen Stellen. Es ging nicht wirklich so viel. Wobei, ja, diesen Second Pete, das war, glaube ich, definitiv das Falsche. In dem Turn hätte ich viel was Cooleres gemacht, glaube ich. Ah ja, ich hätte seinen Merlin verbannt mit Anna mit Sicker. Thresh into the Jafar, banishing it, not giving it that opportunity to ready and challenge a character. We do see the first Madame Medusa coming down. Madame Medusa hat er auch noch in seinem Deck, dieser Michael Myers? Was zur Hölle hat er denn gecuttet? Er scheint alles zu haben. Also er hat ja Besen und Follower, Frenemy und Sisu und Cusco Drop. Dann aber auch noch diesen Friends on the Other Side und den Finders Keepers. Sind 7 verschiedene Karten, die wir gesehen haben. Die Mims, die Rabbits sind, die Mims und die Merlins sind 11. Hat er denn auch Gold? Weiß keiner. Be Prepared hat noch ein Deck Brawl und die Locations. Aber danach noch diese Ladies in Chairs. Würde ich gerne mal sehen, seine Numbers. Weil er kann ja nicht alles 4-mal drin haben, aber alles genau. Sometimes you only need one. It's always the same one. We have just enough ink after we ink for turn. Ja, da ist Aaron doch schon wieder fettestens behind und nichts geht mehr. Er hat zwar mehr Lore, aber er ist gar nicht in der Position, um das jetzt in Richtung Ziellinie zu racen. Er hat zu wenig Lore. Very scary hand. Aaron has a couple cards in his hand that allow him to discard between Sudden Chill. We don't talk about Bruno. I think there's another Anna in there that you could use to force the discard as well, but we're gonna sing Friends, draw wir haben aber auch jetzt das gesamte Match über noch nicht einen Card Draw aus Prince John rauskommen sehen. Und das ist normalerweise das Coolste in diesem Matchup. Weil der Ruby Amethyst Spieler ja einem echt den Gefallen tut, ordentliche Handkarten zu haben, die man ihm wunderbar abwerfen kann, um dann super nachzuziehen mit Prince John. We're probably not going to need it for a few turns here. No, I definitely don't think this is a board you need to be prepared. We have a lot of answers with Maui. You know, if we have another Madame M Snake, so if we want to, we can bounce this Madame Medusa. If Aaron plays anything like the Diablo that's in his hand, just to banish it. Aha, da ist endlich mal ein Prince John. We could look at a Prince John line and then maybe like a Sudden Chill, seeing Sudden Kann denn jetzt Sudden Chill kommen? Aha, er hat ihn in der Hand. Das ist gegen 7 Handkarten natürlich nicht so mächtig. Getting a draw off of the Prince John. Choosing Brawl here. Ja, mehr Ursula. It is a nice removal tool, but it doesn't seem kann er rauslassen, um noch eine zu ziehen. We're going to see another Ursula Deceiver being played, catching another Be Prepared out of Michael's hand, forcing him to discard it, getting to draw another card. Ja, Michael muss langsam mal diesen halt einfach Castle auslegen. Ich weiß nicht genau, wann er es gezogen hat. Naja, egal. Will ich nicht zu stark kritisieren.
And that's definitely the game state you're looking for if you're Aaron. You're looking for a game state where your opponent is out of options to remove your characters. And it looks like Michael, noticing that, is going to start questing and catching up to where Aaron is. Something else to note, Prince John has Ward, so there's very few things in Das ist richtig saftig. Alle da rein, ja krass. Like Be Prepared. Das kann man nämlich gar nicht abarbeiten. We're seeing 2 of them already entering the discard, means that if Aaron can find ways to discard Michael's hand, we can use Prince John as a draw engine, but Michael is going to play Queen's Castle and move all 4 of his characters there. That's pretty terrifying. That does signal 5 new cards at the start of every turn for Michael. And 2 lore. And you can't underestimate that 2 lore. No, that's going to make discard much less effective. It looks like we're going to play the Ana, paying the extra ink to banish Madame Medusa since she was damaged. In this match, we've seen every single mode on Ana. Leider nicht so toll. That's pretty interesting. Yeah, we've seen the +2, the banishing and damage. Aaron ist total am Ende jetzt von dieser nur einen Location. Aaron is going to ink a... We don't talk about Bruno to play a Hidden Cove, setting up because Aaron knows he's going to need it if he wants to get rid of this Queen's Castle. But Michael is about to draw 4 cards at the start of his turn. We see a Maui being drawn and 2 Mauis being drawn, which means we definitely have an answer to this Hidden Cove if we want to answer it. Aaron ist ziemlich in einer ähnlichen Position wie Miss Griffin vorhin, in auch Runde 1. In dem Sinne, dass das Matchup eigentlich okay ist, aber er hat einfach nicht so toll gezogen. Er hat vor allem auch nicht so toll gespielt. Die Dame hat weniger zumüllige Plays gemacht, meine ich. Ja, mit diesem Aaron war ich doch an multiplen Stellen nicht einverstanden. Now it looks like we are going for 2 ink here. A Flynn? No, a Cusco. Okay, so we're playing Cusco. Cusco's a great card because it will have a when it is banished, you can draw a card. So I really like the pairing of Cusco with something like Merlin Crab. It can challenge something, and if it is banished in the challenge, it replaces itself, but also it just makes for a great quester because you can quest with Cusco, and if your opponent banishes it, you're really not all that concerned about it because it gets to draw a card. But I think Aaron realizes here that... Große Ursula-Mainzer hätte Aaron in seinem Deck. Ich glaube es ja nicht. In Ruby Amethyst habe ich die große Ursula selten gesehen. Und ich fände die auch nicht besonders wichtig gegen Emerald's Stil. Ich hätte gedacht, dieses Matchup ist mit. Wir haben gesehen, wie Ruby Amethyst das doch locker gewonnen hat. Er hat sein Deck auf jeden Fall stark gebaut, um gut zu sein im Emerald Steel Matchup. Und muss man ihm lassen. Dass er damit den Win geholt hat, war strong. Vielleicht muss ich meine Meinung, was das Matchup angeht, revidieren. Er hat es doch relativ leicht aussehen lassen. Er hat gewonnen, obwohl er Finders Keepers ausgespielt hat. Oder weil. Wir wissen nicht genau, welches von beiden es ist.